Heute erreichen wir einen ultra wichtigen Meilenstein beim Bau unserer kleinen H0E Modelleisenbahnanlage. Zuvor korrigieren wir aber noch ein paar Themen, darunter auch Sachen, die euch zuletzt nicht so 100%ig überzeugt haben. Schreibt uns unbedingt auch einen Kommentar. Wird die Anlage hässlich? Wird die Anlage schön? Willkommen bei der MOBA Manufaktur. Wir starten gleich richtig rein. Wir entfernen den Abzweiger in der Mitte. Dieser hat mich zuletzt bei den Testfahrten schon etwas gestört und nach langem Überlegen finde ich auch, dass dieser zu viel Platz einnimmt und die Anlage dadurch überladen wirkt. Somit Tunnelportal, Gleise und Gleisschotter wieder entfernen. Die Gleistrasse wird mit der Stichsäge gekappt und weg damit. Diese Weiche bei der rechten Bahnhofseinfahrt hat immer wieder Entgleisungen verursacht. Dabei habe ich einen kleinen Schweißpunkt in der Weichenzunge entdeckt, der leicht hervorsteht. Dürfte wohl ein Produktionsfehler sein. Weiche getauscht, Problem behoben. Im Schattenbahnhof vergrößern wir den Abstand zwischen Gleis 1 und Gleis 2. Somit stehen die Züge ein wenig freier und wenn man eingreifen muss, hat man etwas mehr Platz. Das Ladegleis zum Sägewerk bekommt auch ein leichtes Redesign. Der Verlauf wird mehr zur Anlagenkante verlegt, weshalb die Kurve in der Unterführung einen schöneren, etwas weiteren Verlauf bekommt. Das Camotion läuft ja an sich problemlos. Nach 2 Tipps von euch verwende ich nun aber einen Original Camotion Sattelauflieger und siehe da, dieser schafft die Kehrschleifen. Und warum? Weil hier wohl das Gewicht des Aufliegers auf der ersten Achse liegt und nicht wie beim zuletzt getesteten Auflieger auf der letzten Achse. Somit schneidet dieser bei weitem nicht so stark die Kurven. Ein kleiner Hinweis zu dem letzten Video von der Erzgebirgsmoba, verlinkt in der Videobeschreibung. Timo, wir leiden mit dir. Wir haben auf gut Glück von Anfang an das 1 mm dicke Magnetband verwendet und haben auch nach dem feinen Überspachteln keine Probleme. Leider war zuletzt der geniale T1 Max Präzisionslötkolben von Fantic ausverkauft. Hier der Hinweis, er ist wieder verfügbar und unser Rabattcode gilt noch bis Ende Juni. Mit dabei der geniale 360 Grad drehbare Aluhalter mit integrierter Schublade für die 4 mitgelieferten Lötspitzen, eine Absaugpumpe und eine Pinzette. Temperaturstufen von 200 bis 450 Grad Celsius, die LED-Beleuchtung und der USB-C zum Aufladen runden den Präzisionslötkolben ab. Die gezeigten Anwendungsfälle: Energiespeicher in eine Lok nachrüsten, Widerstand und Steckpin an LED-Laterne, Kabel an Gleis und Weiche löten und noch vieles mehr. Wenn ich zurückdenke, was das alles für ein Gewurstel mit der alten kabelgebundenen Lötstation war, super, dass es da nun so eine hervorragende Alternative gibt. Das Relief vom Fahrradladen wirkte wegen des schiefen Schnittes etwas komisch fürs Auge. Danke für den Hinweis von euch, es ist nun korrigiert.
Auch die zu hoch wirkenden Strommasten haben wir vorläufig entfernt. Mal sehen, ob die später wieder zurückkommen. Die Segmentdrehscheibe wäre schon cool gewesen, ein richtiges Highlight. Aber der Platz dafür hat uns nicht so wirklich gefallen und nach einigem Herumprobieren wird nun die kleine Lokstation nach rechts verlegt und die Segmentdrehscheibe leider ganz entfernt. Da der Abzweiger in der Mitte der Anlage vorhin von uns entfernt wurde, setzen wir nun auch den Hintergrund noch etwas nach hinten und entschärfen somit den Schwung Richtung Sägewerk. Dadurch entsteht deutlich mehr Platz für einen Waldhügel, der die Bereiche auf eine andere Art und Weise optisch abgrenzen wird. Auch kam von euch das Feedback, dass wir alt wirkenden Gleisschotter und eine etwas kleinere Körnung bei Hannulé verwenden sollen. Die Farbe wollten wir eigentlich per Drybrushing anpassen, aber das hilft bei der Körnung auch nicht wirklich. Somit wird der Gleisschotter an den Tunneleinfahrten nochmals ausgetauscht. Durch die vielen Veränderungen und den dadurch gewonnenen Platz wird nun auch der Unterbau an ein paar Stellen leicht angepasst und zum Beispiel auch die Zufahrtsstraße zum Bahnhof eleganter verlegt. Und endlich können wir nun am Rohbau der Landschaft weitermachen. Wir formen den felsigen Berg mit kleinem Bachlauf auf der linken Seite der Anlage, verschließen alle Lücken und arbeiten uns zu dem schon erwähnten Waldhügel in der Mitte vor. Darunter hat das Camotion mehr als genug Platz. Da wir sehr aufs Gewicht der Anlage achten, kommt großteils Styrodur zum Einsatz. In Form von dickeren Platten für die tragenden Geländestrukturen und in Form von Trittschalldämmung, um eher flachere Lücken zu schließen.
Als Überzug möchten wir diesmal keinen Gips oder Gipsbinden verwenden, sondern Krepppapier. Wir schneiden es als Flickenteppich zurecht und verkleben es per Heißkleber. So entsteht der finale Geländeverlauf, jedoch müssen wir noch überlegen, wie wir es aushärten. Primär soll hier Holzleim zum Einsatz kommen. Wir experimentieren mit einer Schicht aus Sägespänen mit Leim, nur Leim oder Leim mit Erde gemischt. Nach dem Aushärten haben alle Varianten eine tragende Schicht ergeben. Unser Favorit: Leim mit Erde zusammen, denn das würde zugleich den passenden Unterbau zum Begrasen ergeben. Um ein Gefühl für den finalen Look der Anlage zu bekommen, wird nun alles mit Acrylfarben eingefärbt. Der Bachlauf wird blau, Straßen- und Betonflächen werden grau, Felsen bekommen eine schwarze Grundierung und Grünflächen werden natürlich auch grün. Da wo der Wald hinkommt, lassen wir verstärkt das Braun vom Krepppapier durchscheinen. Nach dem Aufräumen und Reinigen unserer Werkstatt und Werkzeuge können wir nun mit Stolz verkünden, der Meilenstein ist erreicht. Der Rohbau unserer kleinen Hanulé-Anlage ist fertig. Yeah! Wir sehen die beschauliche Alpenlandschaft, teils durch schroffe Felsen unterbrochen, sanfte Grünflächen durch modernen Asphalt und Beton unterbrochen und ein paar Gebäude, die sich in das Bild sehr harmonisch einfügen. Der Hintergrund gibt der Anlage die nötige Tiefe, die geschwungene Anlagenkante verleiht im Vordergrund Dynamik. Wir sind stolz auf das Ergebnis und die Wirkung. Wie geht es nun weiter? Über den Sommer werden wir die Elektrik der Anlage umsetzen, Kabelschächte setzen, die digitale Steuerung implementieren, Rückmelder, Weichenantriebe und Schaltdecoder verbauen und so weiter. Das wird spannend. Verkabeln ist allerdings nicht unbedingt unsere Lieblingsarbeit. Bitte liken, teilen und hypen. Den zu Anfang erwähnten Kommentar bitte nicht vergessen und wenn nicht schon getan, ein kostenloses Abo dalassen. So verpasst ihr keine spannenden Modellbahnvideos mehr von uns. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der MOBA Manufaktur.